Moment, wird 10.000? Für ein solarbetriebenes, geländegängiges Wohnmobil. Das kann nicht wahr sein, ist es aber. Und es hat gerade Schockwellen durch die gesamte Autoindustrie geschickt. Der Kia Weekend DR ist nicht nur billig, er ist unmöglich. Mit selbstaufladenden Rädern, einem transformierbaren, modularen Innenraum und der Art von robuster Leistung, die normalerweise sechsstellige Beträge kostet. Spielt dieses Ding nicht nach den Regeln, es schreibt sie neu. Vergessen Sie alles, was Sie über Wohnmobile wissen. Der Volkswagen ID.Buzz sieht neben ihm wie ein Spielzeug aus. Der Ford Transit Nugget wirkt plötzlich uralt. Und der luxuriöse Mercedes EQV Marco Polo? Kia hat ihm gerade ins Gesicht gelacht. Bleiben Sie dran, denn das, was wir gleich enthüllen werden, könnte die größte Umwälzung sein, die das Leben eines Transporters je gesehen hat. Durchbruch bei der Leistung. Es rumpelt nicht. Es brüllt nicht. Er dreht sich und er erzeugt seine eigene Kraft. In dem Moment, in dem Sie die wilden neuen Wasserturbinenräder des Kia WKN-DR aktivieren, starten Sie nicht nur einen Motor, Sie eröffnen eine neue Art von netzunabhängiger Freiheit. Vergessen Sie Benzinkanister, vergessen Sie laute Generatoren. Diese futuristischen Räder, die wie Miniatur-Wind- und Wasserturbinen geformt sind, nutzen die Natur selbst und verwandeln Windböen in den Bergen oder den sanften Druck der Flussströmungen in leisen Strom. Während Sie campen, parken Sie unter freiem Himmel. Und Ihr Van wird zum Generator. Kein Ton, kein Rauch, nur Energie, von der Erde erzeugt, von Kia aufgefangen. In einer Zeit, in der Energieunabhängigkeit mehr als nur ein Schlagwort ist, vor allem im Rahmen von Amerikas neuem Vorstoß. In Richtung Eigenständigkeit wirkt das selbstversorgte System des WKN-DR weniger wie ein Gimmick, als vielmehr wie ein Statement. Und hinter den eleganten Turbinen steckt ein 161 PS Elektromotor, der das Zeug dazu hat, die Straßen der Stadt und die Wildnis zu erobern. Eine volle Ladung. 248 Meilen Reichweite. Das ist kein Wochenende, das ist eine Berufung. Und es hört nicht beim Fahren auf. Dank der Vehicle-to-Load-Technologie, VE2L, ist der WKN-DR eine rollende Kommandozentrale. Versorgen Sie Ihren Kühlschrank mit Strom. Laden Sie Ihr E-Bike auf. Beleuchten Sie eine Party in den Wäldern. Plötzlich ist Ihr Campingplatz nicht mehr ungemütlich. Er ist voll verkabelter Luxus mit Aussicht. Dann kommt das Terrain. Erhöhte Federung? Check. All-Terrain-Reifen? Fertig. Schlamm. Schotter. Waldwege. Der WKN-DR kommt mit allem zurecht. Mit der adaptiven Traktionskontrolle und dem Hightech-Drehmomentmanagement klettern Sie bergauf. Bergab und kurvenreich durch die Wildnis, ohne die Bodenhaftung oder das Vertrauen zu verlieren. Aber Kia baut nicht nur Geländewagen. Sie bauen Erlebnisse. Im Inneren des WKN-DR schützen intelligente thermische Systeme die Batterie bei Hitzewellen und Schneestürmen, sodass die Reichweite erhalten bleibt, auch wenn die Natur extrem wird. Regeneratives Bremsen spart Bergab Energie, während die sich drehenden Wasserturbinen ihre Batterie aufladen, während Sie in der Hängematte ein Nickerchen machen oder am Flussufer einen Kaffee trinken. Stellen Sie sich vor, kein Lärm, keine Emissionen, nur Sie, der Wind und ein Van, der sich im Wind auflädt. Wenn Sie mehr brauchen, schleppen Sie mit Leichtigkeit bis zu 1000 Pfund. Egal, ob es sich um einen Anhänger mit Kajaks oder einen Jetski für Ausflüge an den See handelt. Das verstärkte Fahrgestell trotzt Felsen und Wasser. Mit versiegelten Anschlüssen und einem gepanzerten Unterboden, der für den Einsatz in der Wildnis ausgelegt ist. Irgendwann hört man auf, es als Fahrzeug zu sehen. Es ist mehr als das. Es ist eine Startrampe. Ein Portal zu wahrer Unabhängigkeit. Eine Maschine, die sagt, geh überall hin und steck nie wieder ein. Und wenn du denkst, dass das Äußere beeindruckend ist, warte bis du siehst, was drinnen ist. Welterschütterndes Inneres. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass es bei einer guten Wohnmobil-Innenausstattung nicht nur um Platz geht, sondern um intelligenten Platz. Konfigurierbare Sitzmodule gleiten entlang von Bodenschienen und verwandeln sich in Sekundenschnelle von einem Essplatz mit Blickkontakt zu einer Sitzgelegenheit im Lounge-Stil. Ein multifunktionaler Tisch lässt sich zusammenklappen, wenn er nicht gebraucht wird, und dann zu einer stabilen Arbeitsfläche für Mahlzeiten oder zum Plotten von Karten erweitern. Nachts verwandeln sich die Kissen in eine flache Schlafplattform, die bequem Platz für bis zu 4 Personen im Aufstellzelt bietet, sodass keine externen Betten benötigt werden. Das Gearhead-Stauraumsystem von Kia, das vollständig als Gearhead-Stauraumsystem bezeichnet wird,
erstreckt sich auf Teleskopschienen nach außen, um Sperrage-Gegenstände, Fahrräder, Angelruten und Kühlboxen aufzunehmen, während der Innenraum unaufgeräumt bleibt. In den oberen Fächern, die mit recycelten Textilpaneelen ausgekleidet sind, die aus wiederverwendeten Stoffen hergestellt wurden, sind kleinere Gegenstände untergebracht. Dies entspricht einem umweltbewussten Designethos, das sich mit der Politik von Premierminister Mark Carney deckt, der nachhaltige Materialien und Herstellung fördert. Das Armaturenbrett wird von einem wandfüllenden Touchscreen-Display dominiert, das Navigation, Energy Management Daten, Klimasteuerung und Entertainment integriert. Über Sprachbefehle können die Insassen die Kabinentemperatur einstellen oder die Audioquellen wechseln, ohne einen Finger zu rühren. Eine integrierte Handyhalterung in der Lenksäule hält persönliche Geräte sicher und in Sichtweite, sodass Karten und Kommunikations-Apps während der Fahrt immer zur Hand sind. Natürliches Licht strömt durch das Panoramaschiebedach und die breiten Seitenfenster, die das luftige Gefühl im Innenraum verstärken. Insekten und Staub werden durch ein fortschrittliches Belüftungssystem ferngehalten, das die einströmende Luft filtert und selbst an abgelegenen Orten für Frische sorgt. An bewölkten Tagen ergänzen integrierte Solarzellen auf dem Aufstelldach den Batteriestrom für die Kabinenbeleuchtung und kleine Geräte und verlängern die netzunabhängigen Aufenthalte. Das Herzstück des Wohnbereichs ist eine kompakte modulare Küche. Eine ausklappbare Spüle mit versenkbarem Wasserhahn und ein tragbarer Induktionsherd gleiten auf Edelstahlschienen in Position. Herausnehmbare Wassertanks werden in einem sicheren Fach unter der Theke befestigt. In den Staufächern, die jeweils mit klaren Spartan-Schriftzügen beschriftet sind, finden Utensilien, Kochgeschirr und Vorräte Platz. Die Reinigung ist ein Kinderspiel. Die Oberflächen sind schmutzabweisend und können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Wenn es dunkel wird, taucht die LED-Umgebungsbeleuchtung unter den Deckenschienen den Innenraum in ein sanftes Licht, das zwischen warmem Bernstein und kühlem Weiß wechselt. Über den Touchscreen anpassbare Funktionen, mehrere USB-Anschlüsse und kabellose Ladepads in den Konsolen sorgen dafür, dass Ihre Geräte immer mit Strom versorgt sind. Außensteckdosen, die sicher an der Flanke des Vans angebracht sind, ermöglichen Außenbeleuchtung oder elektrische Grills. Eine ausgeklügelte Wärmedämmung zwischen den Innenverkleidungen sorgt für ein angenehmes Innenraumklima und minimiert die Belastung der Hauptbatterie durch die Klimaanlage. Isolierte Verdunkelungsvorhänge lassen sich über die Fenster ziehen, um die Privatsphäre zu wahren und das Licht zu kontrollieren, was einen erholsamen Schlaf fördert. Akustisch dämpfende Materialien dämpfen den Straßenlärm, so dass sich der WKNDR eher wie ein geschützter Rückzugsort anfühlt als ein fahrendes Fahrzeug. Dieser Innenraum ist nicht nur ein Schutz, sondern ein sich entwickelndes Ökosystem, das sich an jede Phase des Abenteuers anpasst. Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen eine vollständige Übersicht über den Kia WKNDR, seine bahnbrechenden Merkmale, seinen überraschenden Preis und seine Position im Vergleich zu seinen härtesten Konkurrenten zusammengestellt. Wenn Ihnen diese Informationen gefallen, abonnieren Sie sie und klicken Sie auf Gefällt mir. Ihre Unterstützung hilft uns, Ihnen weiterhin die neuesten Innovationen im Automobilbereich zu präsentieren. Als nächstes gehen wir nach draußen, um zu sehen, wie das kühne Außendesign des WKNDR das Bild vervollständigt. Äußeres. Das Äußere des WKNDR strahlt aus jedem Blickwinkel Leistungsfähigkeit aus. Lebendige lindgrüne Akzente, die wegen ihrer guten Sichtbarkeit in bewaldeten oder wüstenartigen Landschaften gewählt wurden, zeichnen die Kanten des Kühlergrills, der Fanghaken und der Radkästen nach. Die Signale des Abenteuers sind mit einer haltbaren Pulverbeschichtung versiegelt. Unter der Karosserie sorgt eine erhöhte Bodenfreiheit von 8 Zoll dafür, dass Hindernisse frontal angefahren werden, ohne dass es zu Kratzern kommt, während Rockslider die Türschwelle auf schmalen Wegen schützen. Ein schnell aufklappbares elektrisches Aufstelldach, das mit einem einzigen Knopfdruck betätigt wird, erhebt ein geräumiges Zelt aus wetterfestem, recyceltem Nylon. Mit integrierten Belüftungsklappen und verstärkten Nähten bietet das Aufstelldach bequem Platz für 2 Erwachsene, komplett mit herausnehmbarer Matratze und LED-Leselicht. Wenn es heruntergeklappt ist, schließt das Dach bei Autobahngeschwindigkeiten bündig ab, wodurch die Aerodynamik erhalten bleibt und der Schwerpunkt gesenkt wird. Robuste 20 Zoll Geländereifen, genauer gesagt 20 Zoll Reifen, umarmen die Mehrlenker-Leichtmetallräder, auf denen die Wasserturbine montiert ist. Während der Fahrt bleiben diese Turbinen verriegelt. Sobald sie stillstehen,
Entriegeln sie sich und drehen sich frei im Wind oder in der Strömung und wandeln die Bewegung in saubere Energie um. Astabweiser auf beiden Seiten der Windschutzscheibe schützen vor Kratzern im Wald, während ein Bürstenstoßfänger mit integrierten LED-Nebelscheinwerfern Staub und Nebel bei Fahrten im Gelände durchdringt. An den Flanken des Fahrzeugs nimmt ein modulares Schienensystem eine Reihe von Anbaugeräten, abnehmbare, ausklappbare Tische, tragbare Markisen und eine schnell einrastende Außenbeleuchtung auf. Eine seitlich montierte, ausziehbare Plattform lässt sich leicht herausfahren und gibt einen gummierten Umkleidebereich oder zusätzlichen Laderaum frei. An der Rückseite befindet sich eine Steckdosenleiste mit dreipoligen Standardsteckern und USB-C-Anschlüssen, sodass Camper Elektrowerkzeuge anschließen oder Geräte aufladen können, ohne Verlängerungskabel zurück in die Kabine verlegen zu müssen. Der Kühlergrill beherbergt ein hochauflösendes digitales Display, auf dem Sicherheitshinweise, individuelle Begrüßungen oder Erinnerungen an Camping-Etikette angezeigt werden können. Darunter befindet sich ein intelligentes Windensystem mit eingebautem Display, das die Spannung und die Kabellänge misst und so das Ankern an Bäumen oder Felsen erleichtert. Die Konstruktionsmaterialien unterstreichen die Langlebigkeit. Ultra-hochfester Stahl im Rahmen, kratzfeste Verbundplatten an den Türen und stoßabsorbierende Eckschutzelemente. Alle Außenleuchten sind mit energieeffizienten LEDs ausgestattet, die jeweils für eine Betriebsdauer von 50.000 Stunden ausgelegt sind, sodass die Beleuchtung im Innenraum über Jahrzehnte hinweg gewährleistet ist. Regenwassersammelkanäle entlang der Dachränder leiten das Wasser in Auffangtanks, sodass staubige Ausrüstung oder schlammige Stiefel schnell abgespült werden können. Unterbodenschilde leiten das Wasser bei flachen Bachdurchfahrten von der empfindlichen Elektronik ab. Das Äußere des WKNDR ist weit davon entfernt, eine Werksvorführung zu sein. Es bringt Form und Funktion in Einklang und zeigt, dass es bereit ist, sowohl die Straßen der Stadt als auch die Wildnis zu durchqueren. Jetzt werden wir die revolutionäre Architektur erkunden, die diese vielseitige Maschine möglich macht. Plattform außerhalb des Fahrzeugs. Sein Herzstück ist ein Fahrgestell, das für die Aufnahme austauschbarer Module ausgelegt ist. Heute ein Camper, morgen ein Foodtruck. Nächste Woche ein mobiler Arbeitsplatz. Jeder Strukturträger und jeder Befestigungspunkt wurde für einen schnellen Austausch konzipiert. Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einer abgelegenen Baustelle an, lösen in wenigen Minuten das Camper-Modul und schrauben einen Paketlieferwagen an. Der selbe Transporter, der im Morgengrauen Ihre Surfbretter transportiert hat, könnte mittags Lebensmittel transportieren. Diese Flexibilität senkt die Produktionskosten, da die Montagelinien ein einziges Basisfahrzeug in hohen Stückzahlen produzieren und dann in verschiedene Anwendungsfälle abzweigen, ohne die gesamte Fabrik umzurüsten. Eine rationalisierte Fertigung unterstreicht die Erschwinglichkeit, ohne dass die Qualität der Fertigung darunter leidet. Jede Schweißnaht, jedes Panel entspricht den strengen Standards von Kia. Über die Hardware hinaus strotzt der Transporter vor intelligenter Integration. Die Internet of Things-Konnektivität ermöglicht die Fernüberwachung des Batteriezustands, der Kabinentemperatur und des Stromverbrauchs. Ganz gleich, ob Sie Ihren nächsten Cross-Country-Lauf planen oder eine Flotte mobiler Kliniken verwalten. Die Daten fließen in Echtzeit an ein zentrales Dashboard. Software-Updates werden per Funk übertragen, so dass Ihr Fahrzeug auch nach der Auslieferung neue Funktionen erhält. In der einen Woche erhalten Sie vielleicht ein Update, das das regenerative Bremsen verbessert. In der nächsten eine neue Benutzeroberfläche für den Touchscreen. Dank dieser Zukunftssicherheit bleibt der Wagen auch ohne einen Besuch beim Händler auf dem neuesten Stand. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten gehen über den Freizeitbereich hinaus. Als mobile Einzelhandelseinheit kann der modulare Innenraum des Lieferwagens Waren auf abschließbaren Regalen ausstellen. Komplett mit einem Kassenterminal, das von der Bordbatterie des Wagens gespeist wird. In einer Foodtruck-Variante könnte eine kompakte Küche mit Induktionskochfeldern und Kühlung untergebracht werden, die alle mit dem solarbetriebenen Stromsystem verbunden sind. In unterversorgten Regionen könnte sich der Transporter in eine mobile medizinische Klinik verwandeln, die mit Diagnosegeräten und telemedizinischer Ausrüstung ausgestattet ist und die Gesundheitsversorgung in abgelegene Gemeinden bringt. Diese Vision spiegelt einen breiteren Trend hin zu vielseitig einsetzbaren Mobilitätslösungen wider. In einer Welt nach der Pandemie, in der Flexibilität der Schlüssel zum Erfolg ist, verlangen sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen Vermögenswerte,
die sich an wechselnde Bedürfnisse anpassen, anstatt zwischen den einzelnen Nutzungsphasen zu verstauben. Die Plattform Beyond Vehicle von Kia bietet genau das. Eine einzige Investition, die sich im Urlaub, im Beruf und in der Gemeinde auszahlt. Es ist nicht nur ein Wohnmobil. Es ist eine Leinwand für Kreativität, so innovativ er auch ist. Diese Vielseitigkeit wirft die Frage nach den Kosten auf. Wie teuer ist diese Freiheit? Die Preisstrategie von Kia für den WKNDR lässt diesen Traum in greifbare Nähe rücken. In den Vereinigten Staaten liegt der angepeilte Grundpreis bei $32.000, was etwa der Hälfte dessen entspricht, was viele herkömmliche Wohnmobile kosten. Jenseits der kanadischen Grenze und im Rahmen der Förderprogramme für Elektrofahrzeuge von Premierminister Mark Carney könnten Rabatte und Steuergutschriften den Preis in kanadischen Dollar in die hohen 20er Jahre drücken. Plötzlich können Erstkäufer und Wochenendausflügler ein leistungsfähiges Überlandfahrzeug besitzen, ohne ihre Ersparnisse aufzubrauchen. 3 klar abgestufte Optionspakete bieten zusätzlichen Wert. Das Adventure-Paket für $4.000 Aufpreis bietet zusätzlich Hydro-Turbinenräder und ein elektrisches Aufstelldach. Steigen Sie für $6.000 mehr auf den Explorer auf. Solar Dachpaneele, verbesserte Federung und hochwertige Innenausstattung aus recyceltem Textil. Das Summit-Paket für $8.000 mehr als die Basisversion. Vervollständigt den Traum vom netzunabhängigen Leben mit einem zusätzlichen Batteriepaket, einem integrierten Windensystem und einer modularen Küche. Jedes Add-on bietet greifbare Vorteile. Mehr Stromerzeugung, sanftere Fahrten auf unebenem Gelände und echte Autarkie. Über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs werden die Einsparungen bei den Betriebskosten dramatisch. Mit 15 Cent pro Kilowattstunde kostet der Strom nur einen Bruchteil des Benzinpreises von 80 Cent pro Liter. Die routinemäßige Wartung verringert sich, da die Bremsbeläge durch regeneratives Bremsen geschont werden und kein Öl gewechselt werden muss. US Actual US. Durchführungsverordnung zur Senkung der Einfuhrzölle auf Elektrofahrzeugkomponenten dürfte die US. Preise selbst bei globalen Schwankungen in der Lieferkette stabilisieren. Die Finanzierungs- und Leasingbedingungen spiegeln das Ethos der Erschwinglichkeit wider. Kia bietet in den Vereinigten Staaten zinsgünstige Darlehen und Leasingverträge ab $300 pro Monat an. In Kanada senken staatlich geförderte Kredite im Rahmen von Carneys grünem Finanzierungsprogramm die Raten um einen ganzen Prozentpunkt, sodass die monatlichen Raten mit denen eines normalen, kompakten Crossovers vergleichbar sind. Käufer können das, was sie an Treibstoff und Unterhalt einsparen, für Abenteuer statt für Autoschulden verwenden. Warum das für Sie wichtig ist, erfahren Sie hier. Für den Preis eines High-End-Smartphone-Tarifs erhalten Sie ein selbstaufladendes, netzunabhängiges Haus auf Rädern. Jedes Schnäppchen hat jedoch auch seine Schattenseiten. Sehen wir uns die wenigen Nachteile an, die diese Camping-Revolution bremsen könnten. Nachteil: Der WKNDR bleibt zunächst einmal ein Konzept. Das Kia Werk in West Point, Georgia, hat zwar zugesagt, das PV5-Chassis zu übernehmen, aber es gibt noch keinen offiziellen Termin für den Produktionsstart des WKNDR. Branchen Insider warnen, dass sich die endgültigen Spezifikationen noch ändern könnten und die Serienproduktion bis Ende 2026 dauern könnte. Konzeptfahrzeuge weisen oft Merkmale auf, die nie in die Ausstellungsräume gelangen. Geduld und eine gesunde Portion Pragmatismus werden für eifrige Käufer unerlässlich sein. Die Reichweite und die Ladeinfrastruktur in der realen Welt sind weitere Unsicherheitsfaktoren. Die angegebene Reichweite von 248 Meilen pro Ladung setzt moderate Bedingungen voraus. In kanadischen Wintern mit Minusgraden. Unter Carneys Aufsicht oder unter der brütenden texanischen Sonne, die durch die Energiepolitik von Präsident Trump gefördert wird, kann die Leistung um bis zu 30% sinken. Die Reichweitenangst bleibt ein Faktor auf abgelegenen Nebenstraßen, wo Schnellladestationen rar sind und sich die öffentlichen Ladenetze immer noch auf die Stadtzentren konzentrieren. Der Kompromiss zwischen Last und Leistung verdient Beachtung. Mit dem Dachzelt, der Batterieverlängerung, den Wassertanks und der Ausrüstung erhöht sich das Leergewicht des Vans um etwa 700 Pfund. Diese Masse kann die Beschleunigung beeinträchtigen und die Agilität in scharfen Kurven verringern, insbesondere auf nassem oder vereistem Untergrund. Die fortschrittlichen Stabilitätskontrollsysteme von Kia mindern das Risiko, doch die Physik des Schwungs bleibt bestehen. Kundendienst und Ersatzteillogistik stellen die letzte Hürde dar. In den Vereinigten Staaten expandiert das Händlernetz von Kia
ist aber nach wie vor schlanker als das etablierter Freizeitfahrzeugmarken. Spezialisierte Camper-Komponenten, Pop-up-Mechanismen, Solarzellen und Wasserturbinenräder können längere Wartezeiten erfordern. In Kanada ist die Abdeckung in den größeren Provinzen besser, aber in den ländlichen Servicezentren fehlt es möglicherweise an Technikern, die für die Plattform über die Fahrzeugelektronik hinaus ausgebildet sind. Dies führt zu einer unerwarteten Wendung. Das WKNDR verspricht Freiheit, aber man braucht Geduld und Planung, um sie wirklich zu nutzen. Nachdem wir nun das Terrain abgesteckt haben, wollen wir sehen, wie Kia im Vergleich zu den großen Namen abschneidet. Volkswagen ID Buzz Camper Concept. Das ist der Van, der die Begeisterung für elektrische Wohnmobile ausgelöst hat, aber einen Platz am Tisch frei ließ. Der Volkswagen ID Buzz ist ein Fahrzeug, das einen mit Nostalgie anzieht. Er fängt den Geist des klassischen Mikrobusses ein, verpackt in ein futuristisches Elektropaket. Volkswagen hat eines der kultigsten Automobildesigns des 20. Jahrhunderts für das 21. Jahrhundert neu interpretiert und ihm ein neues Leben als schnittiger, effizienter Elektrovan gegeben. Der ID-Buzz ist mehr als nur eine Anspielung auf die Vergangenheit. Er verkörpert die Verschmelzung von Vintage-Charme und modernster Technologie. Sein elektrischer Antriebsstrang mit 201 PS ist einfach beeindruckend und bietet sowohl Leistung als auch reibungsloses Handling. Mit einer vollen Ladung kann er bis zu 250 Meilen weit fahren, was ihn zu einer soliden Wahl für Reisen und den täglichen Gebrauch macht. Es geht aber nicht nur um die technischen Daten. Der ID-Buzz greift auf etwas Tieferes zurück, auf die kulturelle Erinnerung an eine Zeit, in der das Leben einfacher schien. Früher symbolisierte der ursprüngliche Mikrobus Freiheit, Abenteuer und ein gemütliches Leben. Volkswagen ist es gelungen, dieses Gefühl in Flaschen abzufüllen und mit moderner Zweckmäßigkeit zu kombinieren. Das Ergebnis ist ein Transporter, der sowohl nostalgisch als auch optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Wenn Sie den ID-Buzz auf der Straße sehen, ist es schwer, nicht zu lächeln. Seine abgerundeten Kanten, die große Windschutzscheibe und die markante zweifarbige Gestaltung machen ihn zu einem echten Hingucker. Die retromoderne Ästhetik ist mehr als nur eine Designentscheidung. Es ist ein Statement. Volkswagen möchte, dass Sie sich an die guten alten Zeiten erinnern und gleichzeitig mit innovativer Elektrotechnologie vorankommen. Doch hinter dem Charme verbirgt sich eine grundlegende Herausforderung: Barrierefreiheit. Die Camper-Variante des ID-Buzz von Volkswagen, die oft als California Edition bezeichnet wird, ist in Nordamerika nicht offiziell erhältlich. Während die europäischen Märkte in den Genuss der kompletten Camper-Ausstattung mit Aufstelldach und kleiner Küchenzeile kommen, bleibt potenziellen Käufern in den Vereinigten Staaten und Kanada nur die familienorientierte Passagierversion. Das Fehlen eines offiziellen Camper-Modells hinterlässt eine große Lücke, die Konkurrenten wie der Kia WKNDR gerne füllen möchten. Und dann ist da noch die Frage des Preises. Der ID-Buzz California kann mit Vollausstattung bis zu $55.000 kosten. Das ist ein ziemlicher Sprung im Vergleich zum erwarteten Grundpreis des Kia WKNDR von rund $32.000. In einem Markt, in dem kostenbewusste Verbraucher zunehmend zu budgetfreundlichen Elektroautos tendieren, fühlt sich der ID-Buzz wie Luxus an. Er hat zwar Stil und ein bisschen Retro-Magie, erfüllt aber nicht ganz die praktischen Anforderungen von Camper-Enthusiasten, die sowohl erschwinglich als auch funktional sein wollen. Das Design selbst ist zwar unbestreitbar charmant, hat aber auch seine praktischen Grenzen. Der aufklappbare Rücksitz bietet nur 2 Personen Platz. Und die netzunabhängige Technologie ist im Vergleich zu der des WKNDR minimal. Während der Kia mit Wasserturbinenrädern und Solarzellen für eine kontinuierliche Stromversorgung ausgestattet ist, geht es beim ID-Buzz mehr um den Komfort bei Kurzreisen als um ein längeres netzunabhängiges Leben. Der erneute Vorstoß von Präsident Trump für die US bringt eine weitere Herausforderung mit sich. Um saftige Zölle zu vermeiden, müsste Volkswagen die Produktion lokalisieren, was die Preise noch weiter in die Höhe treiben könnte. Nostalgie mag zwar die Herzen erobern, rechtfertigt aber nicht unbedingt einen Aufpreis in einem Markt, in dem der Wert immer wichtiger wird. Nostalgie kostet heute fast doppelt so viel wie echte Innovation. Der ID-Buzz mag zwar mit seinem Charme überzeugen, aber wenn es um praktische, erschwingliche Abenteuer geht, kann er nicht mithalten. Er ist eine schöne Hommage an die Vergangenheit, aber wenn die Welt nach vorne schaut, bleibt die Frage, kann er mit den sich entwickelnden Erwartungen mithalten?
Der ID. Buzz mag durch seine Ästhetik und sein Erbe bestechen. Aber er ist nicht der einzige Spieler im Spiel der elektrischen Wohnmobile. Ein weiterer Mitbewerber ist bereit, ihn mit einem bodenständigeren, praktischen Ansatz herauszufordern. Ford Transit Custom Nugget. Stellen Sie sich einen Transporter vor, der auf dem Erbe eines Fließbandes aufbaut. Aber kann er mit einem zukunftsweisenden Konkurrenten mithalten? Ford Transit Custom Nugget. Der Ford Transit Nugget versucht nicht, mit Protz zu beeindrucken, er setzt auf Altbewährtes. Aber im Jahr 2025 könnte das nicht mehr ausreichen. Der Nugget basiert auf der robusten Transit-Plattform von Ford und trägt sein Erbe wie eine Rüstung. Er ist der Nachfahre von Arbeitstransportern und Familientransportern, die auf Verlässlichkeit ausgelegt sind. Unter der Motorhaube brummt ein 2-Liter EcoBlue Dieselmotor, ein bewährter Leistungsträger, der seit Jahren Flotten und Familien bewegt. Ein leichtgängiges Automatikgetriebe. Ein solides Fahrverhalten und ein praktischer Innenraum machen ihn zu einem Wohnmobil wie einen alten Freund. Zuverlässig. Beständig. Berechenbar. Im Innenraum ist alles da, wo man es erwartet. Schlafboden mit Aufklappfunktion. Ausklappbare Sitzbank. Kompakte Küchenzeile und intelligenter Stauraum. Er ist nicht modular oder futuristisch wie der Kia WKN-DR, aber das will er auch gar nicht sein. Der Nugget geht mit einem Layout auf Nummer sicher, bei dem die Funktion Vorrang vor dem Flair hat. Und für viele ist das schon genug. Aber hier ist der Haken: Diesel. In einer Welt, in der Elektrifizierung keine Option mehr ist, wirkt Fords Entscheidung zunehmend unpassend. Eine Hybridversion ist zwar angekündigt, aber immer noch nicht verfügbar. Steigende Kraftstoffkosten. Emissionsdruck von globalen Entscheidungsträgern wie dem kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney und ein Stimmungswandel in der Öffentlichkeit lassen den traditionellen Verbrennungsmotor überholt erscheinen. Ja, das Supportnetz von Ford ist riesig, aber die Wartung moderner Dieselsysteme ist kostspielig. Vor allem, wenn die Abgasreinigungstechnik versagt. Im Vergleich zum elektrisch betriebenen, selbstaufladenden Kia WKN-DR erfordert der Nugget mehr Pflege, mehr Kraftstoff und mehr Kompromisse. Das ist das Dilemma: verlässlich, aber veraltet. Comfortable, aber konventionell. In einer Welt, in der Wohnmobile zu Energiezentralen und Solartankstellen werden, fühlt sich der Nugget an, als stünde er still, während andere vorpreschen. Das ist keine schlechte Wahl. Es ist nur eine vertraute Wahl. Und im Jahr 2025 ist das vielleicht nicht mehr genug. Denn wenn das Abenteuer elektrisch wird, könnte die sichere Wahl diejenige sein, die dich zurücklässt. Mercedes-Benz EQV Marco Polo. Luxus sollte nie elektrisch sein, bis Mercedes beschloss, die Regeln neu zu schreiben. Lernen Sie den EQV Marco Polo kennen. Ein 5-Sterne-Hotel auf Rädern, das sich traut, grün zu werden. In einer Welt, in der die meisten Luxuscamper Diesel schlucken und Chrom blitzen, kommt der Mercedes-Benz EQV Marco Polo wie ein ruhiger Sturm daher. Er ist elegant, schnittig und unverkennbar modern, und doch brummt er leise mit elektrischem Antrieb. Der Marco Polo ist in geschmeidiges Leder gehüllt, mit Ambientebeleuchtung ausgestattet und mit der unverkennbaren Designfinesse von Mercedes versehen. Er ist nicht nur zum Reisen gebaut, er ist zum Genießen da. Innen ist alles vorhanden, was man von einer Marke erwartet, die für Prestige steht. Eine eingebaute Küchenzeile mit Gasbrennern, ein echter Kühlschrank, eine funktionierende Spüle mit fließendem Wasser. Das ist kein Glamping, das ist königliches Leben abseits des Netzes. Jeder Zentimeter der Kabine verströmt Luxus, von den polierten Oberflächen bis zum flüsterleisen Antrieb. Aber hier ist der Haken: Luxus hat seinen Preis, und der liegt bei über $70.000. Und während der EQV Marco Polo Komfort und Cachet bietet, bleibt eine Frage offen: Muss man wirklich so viel ausgeben, um den Traum vom Wahnleben zu leben? Da stürmt der Kia WKN-DR wie ein Disruptor herein. Er bietet solarbetriebene Räder, Geländegängigkeit, einen modularen Innenraum und einen Preis, der den Marco Polo wie ein Relikt aus einem anderen Klassenkampf aussehen lässt. Was ist also die wahre Definition von Freiheit? Ist es, in elektrischer Eleganz über Küstenstraßen zu gleiten? Oder ist es, sein Fahrzeug in der Brise des Waldes aufzuladen, meilenweit von der Zivilisation entfernt? Und das für weniger als $15.000? Der EQV Marco Polo ist für alle, die Status wollen. Der WKN-DR ist für diejenigen, die die Geschichte wollen. Es geht nicht nur darum, wohin man geht, es geht darum, wie mutig man bereit ist, dorthin zu gehen.
Was ist Ihre Wahl, Prestige oder Ziel? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Und wenn Sie bereit sind, den Rand der Wohnmobilrevolution zu erforschen, vergessen Sie nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Auf Wiedersehen und bis später.